Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute möchte ich mit euch über eine Uhr sprechen, über die ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich davon halten soll. Deutsch. Nee, aber es geht heute um die Rolex Explorer 1 Referenznummer 114270. Bevor ich mit der Uhr beginne, möchte ich sagen, dass dieses Video Teil eines Sponsorships mit Chronext ist. Allerdings hat mir Chronext diese Uhr nicht zur Verfügung gestellt. Wie ihr bald in dem Video sehen werdet, habe ich diese Uhr ganz regulär bei Chronext bestellt. So wie du zum Beispiel auch, bin ich auf Chronext gegangen, habe diese Uhr ganz normal bestellt mit der Kreditkarte. Die Jungs und Mädels dort wissen nicht, dass ich das bin, wissen nicht, dass ich mit dieser Uhr ein Review plane. Und ich wollte das einfach mal festhalten, wie die Experience so ist, eine Uhr online zu bestellen und die dann auch wieder retour zu schicken, falls sie einem denn nicht gefällt. Denn dieser letzte Teil ist, glaube ich, der Punkt, wo viele Leute Angst haben, wie das denn tatsächlich ist, wenn man die Uhr dann zurückschicken will. Heute geht es ganz konkret um diese Uhr und was ich dazu eigentlich sagen möchte. Wieder mal kurz zu beginnen mit der Geschichte von der Explorer. Ich meine, über Rolex als Marke brauchen wir jetzt nicht unbedingt reden, denke ich, aber die Explorer ist eine sehr, sehr alte Produktlinie von Rolex, eingeführt 1953 und ist berühmt geworden, wir wissen es alle, mit der Erklimmung des Mount Everest. Und ich finde, dass diese Uhr so schwierig ist zu beurteilen und ihr wisst, ich habe so einige Uhren schon hier am Kanal vorgestellt und ich habe mir bei keiner Uhr so schwer getan wie bei dieser Uhr, weil irgendwie verfolgt sie, finde ich, das Thema weniger ist mehr, aber manchmal denke ich mir, ist weniger tatsächlich immer mehr? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Gehäuse und das ist eben eine dieser Besonderheiten der Uhr. Wir haben hier ein 36 mm Gehäuse, das ist wirklich ja, die letzte Sport-Rolex, die in 36 mm erhältlich ist. Es ist, meine ich, auch die einzige, die jemals in 36 mm erhältlich war, neben der Milgauss eventuell. Und diese Referenz so wurde gebaut bis 2010, 2011 rum. Und 36 mm ist halt schon klein, das kann nicht jeder so tragen. Ich verstehe auch, warum Rolex diese Referenz später dann vergrößert hat, weil es ist nun mal klein, das muss sich jeder bewusst sein. So sieht das Ding am Arm aus ungefähr. Ich habe jetzt ein relativ schmales Handgelenk, also bei mir passt es überraschend gut. Ich habe die Uhr jetzt auf einem The Wrist Guy NATO-Band drauf, aber zum eigentlichen Stahlband kommen wir jetzt noch. Aber ich finde, das Ding sieht eigentlich ganz cool aus auf dem Band. Falls ihr Interesse habt an solchen Bändern, schaut gerne vorbei bei thewristguy.eu. Da gibt es Premium-NATO-Bänder, Klettbänder und diese extra dünnen NATO-Bänder, die hier auch noch verstärkt sind, damit die Löcher nicht reißen. Schaut da gerne mal vorbei. Bei der Uhr tue ich mir irgendwie besonders schwierig, die zu bewerten. Wie gesagt, das Gehäuse ist 36 mm, es ist dieses typische Oyster-Gehäuse. Wirklich nichts Besonderes. Die Oberseiten sind wieder satiniert und geschliffen, die Seiten sind poliert. Wir haben keine Lünette, beziehungsweise keine funktionale Lünette. Es ist eine ganz normale, gerade bombierte Lünette sozusagen. Dann haben wir ein Saphirglas drüber, ein einfaches Ziffernblatt, einfache Zeiger. Irgendwie ist an der Uhr alles einfach und ich tue mir echt deswegen sehr schwer. Das Ziffernblatt ist das ganz normale schwarze Rolex Sportziffernblatt. Es ist das ikonische Explorer Ziffernblatt. Also wir haben die 3, 6 und 9 da drauf in Weißgold und drüber ist eine weiße Farbe. Das ist übrigens keine Leuchtmasse, das ist tatsächlich eine weiße Farbe. Ist mittlerweile sehr, sehr ikonisch. Die Zeiger sind die klassischen Mercedes-Zeiger, wie sie auch die Submariner oder die GMT Master hat und gehabt hat. Und das war es irgendwie auch schon. Es gibt tatsächlich nicht mehr über die Uhr zu sagen. Wir haben ein ganz normales Dreizeigerwerk, wir haben kein Datum, wir haben absolut keine, zusätzlichen Funktionen, wir haben keine Annehmlichkeiten, wir haben nichts. Absolut gar nichts. Und ich finde die Uhr einerseits so spezifisch und so repräsentativ für Rolex als Marke, dass es für mich fast schon zu viel ist. Weil ihr wisst ja, Rolex war früher zumindest in den 50ern, 60ern der Neue am Block, der Neue in der Stadt. Die haben alles irgendwie versucht anders zu lösen, billig zu lösen, weil Rolex hatte damals nicht viel Geld, die mussten elegante Lösungen erfinden. Und ich finde, dass diese Uhr ein Paradebeispiel dafür ist, weil es ist irgendwie wie so eine Kombination aus allen Teilen, die Rolex bei anderen Uhren verbaut oder verbaut hat, einfach in einer anderen Uhr zusammengefügt. Irgendwie kommt mir das vor, wie als hätte Rolex gesagt, hey, wir brauchen eine Bergsteigeruhr, was machen wir? Ja, wir nehmen das Gehäuse von der Datejust 36, wir machen ein bisschen andere Indizes auf dem Submariner-Blatt. Ja, wir nennen sie Explorer, was für Zeiger nehmen wir? Ja, Submariner-Zeiger nehmen wir. Machen wir die Lünette? Nee, brauchen wir nicht. Und fertig war die Explorer 1. True Story. Natürlich, auch die Submariner entstand damals so.
Aber ich finde eben, wie ich schon immer sage, eine Toolwatch ist ja per se nicht schön vom Design her. Eine Toolwatch wird schön, weil ja die Funktion über dem Design steht. Und eine Toolwatch ist auch cool, weil sie halt eine Geschichte dahinter hat und weil sie einen bestimmten Flair haben muss. Und eine Dresswatch ist schön. Und bei dieser Uhr kann ich mich nicht entscheiden, was ich davon halten will, weil sie ist so simpel, dass sie fast als Dressuhr durchgehen kann. Weil sie klein ist, sie ist dünn, sie hat keine Funktionen, kein Chrono, keine Lünette, kein nichts, was irgendwie störend ist. Aber irgendwie ist sie doch eine Toolwatch. Es ist die reduzierteste Toolwatch, die ihr eigentlich kaufen könnt. Deswegen, sie ist cool, aber irgendwie würde ich sie mir nicht kaufen. Aber irgendwie schon. Ich glaube, mein Problem ist aktuell auch ein bisschen der Preis. Seht ihr, die Uhr war bis jetzt immer erhältlich für so 4.500 Euro, 4.900 Euro und aktuell kriegt ihr keine mehr unter 5.500 ungefähr. Bis 6.500, manche im Fullset werden angeboten für über 7.000 Euro. Ich finde das echt einfach zu viel für so ein Ding. Andererseits ist das halt einfach der Markt und das ist die letzte Sportstahl-Rolex in 36 mm. Andererseits ist es eine Sport-Rolex? Ich weiß nicht. Was kann die Uhr? Sie kann nicht tauchen, weil sie keine Drehlünette hat. Sie hat keine zweite Zeitzone. Sie kann nicht mehrere Zeitzonen gleichzeitig anzeigen. Sie hat kein Chronograph. Sie hat kein Regatta-Chrono oder sowas. Sie hat kein Heliumventil. Irgendwie hat die nichts, was sie als Toolwatch, als Werkzeug irgendwie etablieren würde. Aber trotzdem hat sie hier diese Mercedes-Zeiger, das heißt, die ist relativ einfach abzulesen. Aber ist jetzt einfache Ablesbarkeit das einzige Kriterium für eine Toolwatch? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Das Band ist das typische alte Rolex Stahlband mit diesem gebogenen Blech. Es ist absolut nichts Besonderes. Wir haben keinen Easy-Link, wir haben keine Tauchverlängerung, wir haben praktisch nichts. Alles, was wir haben, ist diese Professional Schließe, also das heißt diesen Sicherheitsbügel drüber. Aber nochmal, ist das genug, damit es eine Toolwatch ist? Irgendwie, seht ihr, ich tue mir einfach ein bisschen schwer bei der Uhr. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie ist, aber sie ist schön. Ich weiß nicht, was sie darstellen soll, aber sie ist schön. Und ich weiß nicht, ob man sie in der Sammlung braucht, aber sie ist schön. Aber sie ist teuer. Sie ist sehr teuer für das, was sie ist, finde ich. Weil 6.000 Euro für dieses Ding ist schon ein happiger Preis. Wenn ihr bedenkt, dass ihr für 7.000, 8.000 einen Explorer 2 bekommt, wo ihr einen GMT-Zeiger habt, wo ihr zum Beispiel ein weißes Blatt habt, wo ihr 40 mm habt, ihr kriegt schon fast eine Submariner, eine alte für das Geld, ihr kriegt eine Speedy für das Geld. Toolwatches, die tatsächlich eine Funktion erfüllen. Aber was macht das Ding hier? Welche Funktion hat dieses Ding hier? Die Zeit anzeigen. Ja, aber jede Uhr hat als Funktion, die Zeit anzuzeigen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich kann abschließend sagen, diese Uhr ist eine geile Ergänzung für jede Uhrensammlung, aber nicht für 6.000 Euro, sondern für 4.000 Euro, 4.500 Euro. Übrigens, wenn euch mein Content gefällt, würde mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr sagt, die Uhr hat euch echt angefixt und ihr wollt eine kaufen, dann würde ich euch ein paar Tipps geben. 36 mm Explorer 1 gibt es jetzt in zwei großen Referenzen. Wir haben einmal die 14270 und die 114270. Diese Uhren sind fast identisch. Der einzige Unterschied ist das Werk, die Leuchtmasse und die Endlinks eigentlich hauptsächlich. Die neuere Uhr hat hier massive Endlinks. Dann hat die neuere Uhr Super Luminova bzw. Luminova. Die ältere hat noch Tritium, die neue hat keine durchbohrten Bandanstöße mehr und die neuere hat ein neueres Werk. Aber interessiert euch wirklich ein neueres Werk, weil das Ding zeigt halt die Uhrzeit an. Die alte hat auch die Uhrzeit angezeigt. Irgendwie weiß ich nicht, für was ich da jetzt ein neueres Werk eigentlich brauchen sollte, um ehrlich zu sein. Ich finde die Uhr schwierig. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Uhr einen besonderen Platz in meinem Herz hat. Als ich die Uhr jetzt bestellt habe bei Chronext, wollte ich sie ehrlich gesagt nicht unbedingt zurückschicken, weil sie einfach cool ist. Sie ist eine Uhr, die cool zum Besitzen ist. Sie ist eine Uhr, die jeder besitzen sollte, finde ich. Sie ist eine Uhr, die in jeder Sammlung ihren Platz findet. Es gibt keinen Grund, wieso du diese Uhr nicht haben solltest, weil sie passt einfach jedem und sie ist cool und sie ist eine geile Everyday-Uhr. Aber irgendwie verstehe ich nicht so ganz die Zielgruppe von dem Ding. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt auch Bock auf so eine Uhr, würde ich euch eben empfehlen, die 114270. Ich hinterlasse euch die Links zu Chronext unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr die Uhr ganz gut kaufen. Und ich muss sagen, ich habe ganz Chrono24 durchforstet, ich habe alle Grauhändler in meiner Nähe durchforstet und Chronext ist mitunter der günstigste von allen Explorer 1 Modellen, die ihr eigentlich so da draußen kaufen könnt. Natürlich, vielleicht kriegt ihr sie privat wo günstiger. Ich spreche jetzt hier von so Händlern und Unternehmen, ist Chronext mitunter der günstigste. Und da war eigentlich meine Kauf-Experience sehr gut. Und so viel eigentlich von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über Likes und Abos freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.